Physische Edelmetalle, egal ob es sich um Gold, Silber, Platin und so weiter handelt, sind eine schöne Investmentlösung. Ihr könnt sie selbst verwahren und somit anonym und enteignungssicher halten. Im besten Fall könnt ihr sogar, wenn ihr in der BRD lebt, die Gewinne steuerfrei realisieren. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Gewinne auch noch barrierefrei zwischen Krypto und physischen Edelmetallen rotieren lassen könnt, dann solltet ihr heute auf alle Fälle bis zum Schluss dranbleiben. Wir zeigen euch nämlich eine Lösung, die richtig gut funktioniert. Also bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf unserem Kanal. Edelmetallinvestments sind weiterhin, wen wundert es, sehr, sehr beliebt. Dazu trägt natürlich auch bei, dass die Performance in der letzten Zeit sehr, sehr interessant war und eventuell auch noch einige Zeit so weitergehen könnte. Wenn wir uns mal die Performance von Gold angucken, sind hier 143% Gewinn in den letzten 3 Jahren möglich gewesen. Wenn wir uns das noch etwas volatilere Silber angucken, waren es sogar 220% gemessen auf die letzten 3 Jahre. Edelmetalle und Krypto haben tatsächlich gemeinsame ähnliche Vorzüge. Diese wären, dass, wenn ihr in der BRD lebt, durch die steuerliche Haltefrist nach einem Jahr die Gewinne tatsächlich steuerfrei realisieren könnt. Und das gibt es natürlich bei nicht vielen Assets. Weiterhin ist es natürlich auch so, dass euch bedingt durch die dezentrale Natur dieser Assets, falls ihr die Edelmetalle natürlich auch selbst verwahrt, genauso wie Krypto selbst verwahrt, sprich Self-Custody betreibt, dann diese nicht enteignet werden können. Und das führt natürlich auch dazu, dass diese beiden Assets die Selbstverantwortung, aber auch eure Freiheit in finanzieller Sicht massiv stärken. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wir diese beiden Felder bzw. Assets möglichst intelligent miteinander kombinieren können. Das heißt, wie man zum Beispiel barrierefrei oder mindestens barrierearm zwischen diesen Assets rotieren kann. Bedeutet also, dass wir einen Weg finden, dass wir mit Krypto zum Beispiel in Edelmetalle investieren können und mit Edelmetallen in Krypto investieren können, damit wir nicht diese ganzen komplizierten Zwischenschritte haben, die uns das Leben eben schwer machen. Und wir haben für euch einen Anbieter herausgesucht, der tatsächlich dafür Verwendung findet. Ihr könnt also eure Käufe und Verkäufe für Edelmetalle in Krypto abwickeln. Und im nächsten Schritt schauen wir uns diesen etwas genauer an. Wir stellen euch heute den Edelmetallhändler Celtic Gold vor. Das ist ein tatsächlich deutscher Anbieter mit Sitz in Darmstadt. Für uns ist dieser Anbieter die erste Wahl, wenn es darum geht, Gold, Silber bzw. Wertlagerung in Verbindung mit Kryptoabrechnung zu verbinden. Denn das Schöne ist auch, dass es bei Celtic Gold nicht irgendwelche standardisierten Zahlungsmittel im Kryptobereich gibt, dass man sich hier zum Beispiel nur auf Stablecoins oder Bitcoin und Ether beschränkt, sondern dass ihr tatsächlich jede einigermaßen gängige Kryptowährungen für die Bezahlung, aber auch für den Empfang von Kryptowährungen verwenden könnt. Wie ihr hier auf den Seiten seht, sind auch tatsächlich alle gängigen Gold- und Silberprodukte bei Celtic Gold verfügbar, egal ob ihr Barren jedwedes Gewichtes haben wollt. Verschiedene Hersteller sind hier vertreten, wenn ihr Münzen haben wollt in verschiedenen Größen. Es gibt auch spezielle Serien, genauso wie hier auch wieder im Silberbereich. Hier habt ihr die Möglichkeit, Barren, verschiedene Hersteller, Münzen, aber auch wieder Serien zu erwerben. Auch wenn wir uns die Preise von Celtic Gold etwas genauer angucken, hier zum Beispiel mal eine Unze, dann stellen wir fest, wenn wir mit anderen größeren Anbietern wie zum Beispiel Degussa einen Vergleich ziehen, dass die Preise absolut konkurrenzfähig sind. Im Vergleich zu Degussa haben wir hier nur einen kleinen Aufschlag von etwa 0,5% feststellen können. Ihr könnt Celtic Gold also folgerichtig auch dafür nutzen, eure Kryptogewinne, die ihr angesammelt und akkumuliert habt, dann in Edelmetalle zu reinvestieren. Und danach, wenn ihr die Edelmetalle gekauft und gehalten habt und sich dort eventuell dann wieder Gewinne angehäuft haben, mit der Aussicht, dass sich diese eventuell auch wieder abbauen könnten, denn wir wissen ja, dass es keine Einbahnstraße ist, wenn wir in irgendwelche Assets investieren. Die gehen also nicht immer nur nach oben oder immer nur nach unten, sondern
Auf- und Abbewegungen wechseln sich natürlich ab. Dann könnt ihr das ganze Spielchen natürlich auch wieder umdrehen. Das Schöne ist, wenn ihr die Edelmetalle, aber auch die Kryptowährungen wirklich in Eigenverwahrung managt, dann könnt ihr diese ganze Kapitalrotation in diesen zwei Sektoren hin und zurück ohne Rückfragen oder Stress abwickeln. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm, wenn man sich die ganzen anderen Möglichkeiten mal vergegenwärtigt, wenn man hier zum Beispiel bei irgendwelchen größeren Kryptobörsen Kunde ist, dann hat der oder andere bestimmt schon festgestellt, dass man sich hier, wenn die Ein- und Auszahlungen zu groß werden, gleich nackig machen muss. Und das ist hier bedingt eben durch die Selbstverwahrung nicht der Fall. Ihr habt ja also einen schönen Hack, einen schönen Trick gefunden, wie ihr relativ unbehelligt zwischen diesen beiden Sektoren eure Gewinne rotieren lassen könnt. Probiert Celtic Gold am besten gleich einmal aus. Wir können nur positive Rückmeldungen geben. Von daher einfach mal feuerfrei. Wenn ihr Interesse an weiteren Anbietern habt, die euch das Leben beim Investieren leichter machen, vornehmlich auch gerade in solchen dezentralen Assets wie Edelmetalle und Kryptowährungen, dann guckt sehr gerne mal in die Videobeschreibung. Dort seht ihr einen Link zu weiteren Informationen, denn in unserer Mastermind-Gruppe, die wir erst vor kurzem gegründet haben, teilen wir solche Geheimtipps zuhauf. Und natürlich gibt es auch noch andere weitere Vorteile, damit ihr das Maximum aus euren Investments, vornehmlich aus dem Kryptobereich, herausholen könnt. Das soll es an dieser Stelle auch wieder gewesen sein. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst sehr gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video wieder.